Heute zeige ich euch die Münzen des Dritten Reichs von 1933 bis 1945 und die Münzen der alliierten Besatzungszone von 1944 bis 1948. Dieses Video ist eine Aktualisierung, da seit den letzten 3 Jahren viele gute Erhaltungen und einige neue Typen hinzugekommen sind, so dass das Video deutlich anschaulicher und interessanter wird. Kommen wir zunächst zu den Prägezeichen. Da gibt es im Dritten Reich 7 Stück. Das ist A für Berlin, ab 1938 B für Wien, dann D für München, E für Muldenhütten, F für Stuttgart, G für Karlsruhe und J für Hamburg. Diese Münzzeichen werdet ihr auf allen Münzen des Videos finden, teilweise etwas klein und versteckt, aber sie sind da, so dass ihr das gleich zuordnen könnt. Beginnen wir mit dem Einpfennigstück, geprägt von 1936 bis 40 und gültig bis zum 28. Februar 1942. Zu sehen natürlich der Reichsadler mit Hakenkreuz. Und hier zu beachten, der Jahrgang 1936 ist aufgrund des Übergangs von der Weimarer Republik zum Dritten Reich deutlich seltener und gerade in guten Erhaltungen kosten diese Münzen doch ganz gutes Geld. Darauf folgte ein ähnlicher Typ aus Zink, geprägt von 1940 bis 1945 und dieser war dann in den Westzonen bis zum 31. August 1948 gültig. Dann das einzige Zweipfennigstück aus dem Dritten Reich, geprägt ebenfalls von 36 bis 40. Auch hier ist der Jahrgang 1936 seltener und auch so eine Münze mal im Video von 1936 aus Stuttgart. Das erste 5-Pfennigstück aus dem Dritten Reich, geprägt von 1936 bis 39 aus Kupfer-Aluminium. Hier ist der 36er Jahrgang wieder seltener und diese Münze war bis zum 31.08.1948 in den Westzonen gültig. In den späteren Kriegsjahren folgte hier ebenfalls ein Typ aus Zink in einer etwas abgewandelten Erscheinungsform, geprägt von 1940 bis 1944 und bei diesem Typ ist der Jahrgang 1944 mit dem Münzzeichen G relativ selten und auch in einer guten Erhaltung recht teuer. Bei den 10-Pfennig-Münzen gibt es ebenfalls 2 verschiedene. Die erste von 1936 bis 1939 geprägt, wieder aus Kupfer-Aluminium und auch hier ist der 1936er Jahrgang relativ selten. Und diese Münze war zum Beispiel bis zum 31. März 1949 in den Westzonen gültig. Auch hier der nächste Typ aus Zink, geprägt von 1940 bis 1945 und auch dieser dann bis zum 31. März 1949 in den Westzonen gültig. Die erste 50-Pfennig-Münze, geprägt nur 1935, eine der wenigen Münzen ohne Hakenkreuz in diesem Video. Diese wurden geprägt als Reserve und wurden erst 1939, 1940 ausgegeben, um die Münzen aus Nickel, zu denen wir gleich noch kommen werden, dann einzuziehen. Jetzt kommt auch schon die erste Nickelmünze, 50 Pfennig, geprägt 1938, 39. Wenn man die Katalogpreise anguckt, selbst in schlechten Erhaltungen schon nicht ganz so preiswert, auch nicht ganz so häufig zu finden. Zumal der Jahrgang 1939 aufgrund des eben erwähnten Übergangs wohl nur noch teilweise verausgabt wurde. Eine, wie ich persönlich finde, recht ansprechende Münze und diese war dann auch nur bis zum 30.07.1940 gültig. Der Nachfolger hiervon, ebenfalls aus Aluminium, geprägt von 1939 bis 1944, ähnelt sehr der Münze von 1935, natürlich hier dann mit Hakenkreuz, wie sollte es auch anders sein.
Die zweite Nickelmünze in diesem Video ist eine Reichsmark, geprägt von 1933 bis 1939. Auch diese wurden dann eingezogen, da das Material kriegswichtig war, sodass zum Beispiel der Jahrgang 1939 relativ selten ist, zumal aus einigen Prägestätten, zum Beispiel aus Wien und auch aus Karlsruhe. Hier ein früher Jahrgang von 1934 aus Stuttgart. Kommen wir zu den 2 Reichsmark Silbermünzen, geprägt aus 625er Silber mit einem Feingewicht von 5 Gramm. Die erste geprägt 1933, Martin Luther. Hier eine Münze aus Muldenhütten im Bild mit einer schönen Patina. Dann folgte 1934 die Garnisonkirche von Potsdam. Hier ebenfalls ein Exemplar aus Muldenhütten in einer ausnehmend guten Erhaltung, die man erstmal finden muss heutzutage. Und ebenfalls 1934, geprägt nur in Stuttgart, die 2 Reichsmark Friedrich von Schiller. Hier ebenfalls in einer sehr guten Erhaltung und mit einer ansprechenden dunklen Patina auf der Bildseite. Diese 3 Typen wurden ab 1941 schrittweise eingezogen, um die Münzbilder im Umlauf zu vereinheitlichen. Dieser einheitliche Typ, geprägt dann von 1936 bis 1939 mit dem Bildnis von Hindenburg und dem Reichsadler mit Hakenkreuz. Auch bei dieser Münze ist der Jahrgang 1936 seltener anzutreffen und demzufolge teilweise etwas teurer. Auch hier wieder eine sehr gute Erhaltung von dieser Münze aus dem Jahr 39. Kommen wir jetzt zu den 5 Reichsmark-Münzen, geprägt in 900er Silber mit einem Feingewicht von 12,5 Gramm. Auch hier beginnen wir 1933 mit Martin Luther, im Bild eine Münze aus Hamburg, die auch von der Auflage her etwas seltener ist und auch wieder in einer guten Erhaltung. Gefolgt 1934 von der Garnisonkirche von Potsdam in 2 Varianten. Einmal mit Jahreszahl, dem 21. März 1933 und einmal ohne Jahreszahl. Es folgte auch hier 1934 aus Stuttgart Friedrich von Schiller. Auch diese Münze relativ selten, in einer guten Erhaltung wie hier im Video, auch relativ preisintensiv. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich da etwas Geld reinzustecken, denn wenn man sich diese Münzen ansieht, dann weiß man, dass man auch etwas Gutes in Händen hält. Danach folgte 1935, 1936 eine 5 Reichsmark-Münze mit dem Bildnis von Hindenburg, aber noch ohne Hakenkreuz unter dem Reichsadler. Hier eine Münze aus 1935 Stuttgart in einer sehr guten Erhaltung mit einer wunderschönen Patina. Und dann gefolgt von dem Typ 1936 bis 39 Hindenburg mit Reichsadler und Hakenkreuz, ähnlich wie das 2 Reichsmark-Stück. Und hier eine meiner Lieblingsmünzen tatsächlich, eine 5 Reichsmark-Münze von 1938, geprägt in Berlin, mit einer über die Jahre wunderschönen Patina, wie ihr hier auf den Bildern gleich sehen werdet, absolut traumhaft, für meinen Geschmack zumindest, ein tolles Exemplar, was ich mir immer wieder gern ansehe tatsächlich. Und jetzt kommen wir zur alliierten Besatzung. Da ein Typ, den ich euch so nicht zeigen kann, da Liebhaberpreise angesetzt werden und die sind nicht gerade gering. Ein Reichspfennig 1944D, bei dem das Hakenkreuz im Stempel entfernt wurde. Dieser ist, wie bereits erwähnt, sehr selten, also wirklich im
Liebhaberbereich anzusiedeln. Aber es gibt auch einen normalen Einreispfennig, geprägt von 1945 bis 46, bei dem dann das Hakenkreuz und der Kreis außenrum gar nicht mehr zu sehen sind. Auch nicht ganz preiswert in einer guten Erhaltung, deswegen hier eine Münze, die mal nicht ganz so schön aussieht. Dann 5 Reichspfennig, geprägt von 1945 bis 48. Auch in einer besseren Erhaltung hier zu sehen. Und diese waren bis zum 20.06.1948 gültig und dann noch bis zum Jahrgang 49, allerdings nur mit 10% ihres Nennwerts in den Westzonen. Das heißt, es waren dann eben keine 5 Pfennig, sondern ein halber Pfennig. Und dann noch 10 Reichspfennig, ebenfalls geprägt von 1945 bis 48. Hier das gleiche Spiel, diese waren bis zum 20.06.48 zum Nominal gültig und dann bis 1949 nur noch mit 10% vom Nennwert, also waren das dann nur noch 1 Pfennig. So viel zu den Münzen des Dritten Reichs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss!